Was stimmt mit euch nicht? Mal gucken, was das heute gibt. Texas Tornado. Ich habe jetzt Brand wie eine Bergziege. The wildest tour in the wilderness. Celebrating USA's semi-quincentennial. Folks, you all have fun with the new vlog. Leute, willkommen zu einem neuen Video hier bei uns, dem Redview YouTube-Kanal. Wir haben hier einen Ram, der ist groß. Das heißt, wir sind in den USA. Man kann sich das kaum vorstellen, weil in Deutschland fährt ja auch der ein oder andere Ram. Und wir nehmen euch heute mit zu einem Park. Da waren wir schon mal. Wir waren in dem Park, sind da keine einzige Achterbahn gefahren, aber wurden in dem Park eingeschlossen. Habt ihr vor 4 Jahren, glaube ich, gesehen. Diese Stadt, wo der Park sich befindet, hat einen eigenen Song. Das ist auch noch spannend. Und wir fahren viel Auto durch Texas. Wir sind nämlich gerade in Texas und werden gleich erstmal mit euch zusammen zu einem Walmart Supercenter fahren. Bevor das passiert, gehen wir aber erstmal zu einem typisch amerikanischen Hotelfrühstück. Also Frühstück in den USA immer sehr, sehr, sehr interessant. Nicht nur von den Leuten her, sondern auch, was es gibt. Sehr geil ist jetzt hier, es gibt Waffeln. Also das ist nicht geil, das gibt es eigentlich überall. Und sind jetzt nicht so herausragend, aber in Form vom Staate Texas. Das ist die Waffelform. Kein Herzchen, kein sonst irgendwas. Ansonsten gibt es dann Toast und Marmelade, ein paar Mandarinchen. Ich weiß nicht, was er hier gerade mitgebracht hat und jetzt da tut. Und dann verschiedenste Cerealien, irgendwelche Cornflakes. Ja. Manchmal gibt es auch noch so. Ich weiß. Aber manchmal gibt es auch noch so dieses, wie heißt das, was so matschig wird? Porridge. So zum Weichmachen. Mit Milch. Das ist ja noch ekelhafter. In so einer Tüte. Und dann, ja. Also ist zum Vernachlässigen, müsst ihr nicht unbedingt darauf achten, wenn ihr gerne frühstückt und Frühstücker seid. Wenn nicht, dann könnt ihr das machen und euch irgendwas geben oder lasst es besser vielleicht. Aber es wird auch, wenn du irgendwo frühstücken gehst, nicht besser. Also healthy ist das alles nicht. Also ein Sub von Subway, das ist gar nicht so schlecht zum Frühstück und gefühlt das Gesündeste, was du frühstücken kannst hier weit und breit. Ja, das erstmal jetzt dazu, weil das ist auch gerade super anstrengend. So erquickend war das nicht. Über die Müllproblematik werden wir im Laufe dieser Tour auch noch sprechen. Aber eine Sache, du musst dich nicht wundern, wenn jemand zu deiner Landesgrenze eine Mauer bauen will, wenn du in so einem stillen, leisen Frühstücksraum meinst, dich an 2 verschiedene Tische zu setzen, wenn du zu zweit bist und dann durch den ganzen Raum zu schreien. Die ganze Zeit ununterbrochen. Alter, was ist das schon wieder? So, Frühstück gesehen, hat jetzt nicht überzeugt. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Das sieht fast aus wie Hakenkreuze, aber das ist HE, was aber so komisch zugewachsen ist. Genau, wir haben gefrühstückt, es ist echt jetzt schon ziemlich heiß. Wir haben auch ein bisschen später, wir haben jetzt kurz vor 11, weil wir haben zwar knappe 4 Stunden Fahrt zu dem Park, wo wir zum Wonderland Amusement Park, kann ich auch schon mal verraten. Die machen erst um 17 Uhr auf, deswegen haben wir das große Einkaufen, was wir sonst am Anreisetag machen, auf heute verschoben, weil wir jetzt ein bisschen Zeit haben. 3 bis 5 Minuten von hier ist jetzt ein Walmart Supercenter, da fahren wir hin mit dem Kleinen hier und dann kaufen wir mal ein bisschen Quatsch ein.
jetzt mal gespannt, ob irgendeiner fragen kommt, ob wir doof sind, weil hier ist eine Kamera an den Einkaufswagen schraube. Auf jeden Fall ist jetzt gerade noch ruhig hier, das ist krass. Und wir gehen mal, eigentlich kommt man auch anders rein, zwar vorne Obst und Gemüse. Und wir haben das schon mal gehabt, dass ich dann mich darüber lustig gemacht habe, dass alles vorgeschält und geschnitten ist. Das gibt es in Deutschland auch, ja, aber nicht in dieser Menge und vor allem nicht mit einem Eimer Karamellsoße in der Mitte, was das Ganze wieder obsolet war. Dass für das alles begast und bezuckert ist, dass das noch viel geiler ist als so schon, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ja, was beschäftige ich mich eigentlich mit gefühlten nur Facebook-Kommentaren. Das ist wirklich, also Facebook-Kommentare sind die schlimmsten von allen. Es tut mir für alle, die bei Facebook coole Kommentare schreiben, leid, aber ja, das passt immer ein bisschen zusammen. Was auch geil ist, ist die heiße Theke ja hier. Ne? Ich will es einfach nur mal kurz zeigen. Kannst du einfach mal so ein ganzes Huhn mitnehmen. Sieht gerade nicht so groß aus. Weißt du, auch bei uns kannst du ja eine Limette kannst du bei uns ja nicht bezahlen. Hier kosten 4 Stück $1. Das sind 80 Cent für 4 Stück. Für mich immer ein bisschen witzig so die Pringles-Auswahl, weil normale Chips sind hier entweder Essig oder Salz und finde ich alles nicht so spannend, aber 7-Layer-Dip bin ich mir nicht sicher, ob wir das schon mal hatten. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und was ich euch sagen kann, ist, dass Loaded Potato Skills das Schlimmste ist, was es gibt. Also, wenn du wirklich mal richtig was Ekelhaftes im Mund haben willst, ist das die Adresse dafür. Letztes Jahr auf der NY-Secret-Tour gab es die im Auto, wo wir mit einer Gruppe unterwegs waren. Guckt euch gerne den Vlog nochmal an. Ich weiß nicht, welcher das von denen war, sonst würde ich ihn euch jetzt in die Infocard packen. Wenn ihr die nicht gesehen habt, müsst ihr die alle gucken, weil die super lustig sind. Die sind beim nächsten Stopp aus dem Auto geflogen und das zu Recht. Ja. Es war ja wirklich... Also das ist echt, Walmart ist, wie man sich das vorstellt, alles gigantisch groß, absurd und in Größenordnungen, die gehen über jegliche Vorstellungskraft. Ich muss mal kurz gucken, was ich noch jetzt brauche. Aber einerseits sind die teilweise hier natürlich viele Leute. Andererseits hauen die sich auch Zeug ohne Ende rein und das macht ja auch alles nicht satt, weil es alles Mist ist. Aber geil teilweise. Oder wohnen halt wirklich Ewigkeiten weg und du fährst ewig und 3 Tage. Also ich glaube, dass der Twisted Iced Tea ist, glaube ich, kein normaler Eistee. Half and half. Hard Iced Tea. 4% Volumen. Aber das gibt, guck mal, das wird zum Beispiel, sieht man das, bei uns gar nicht, ich habe mich schon gewundert, warum sieht man nichts, weil du davor stehst. Ja. Das sieht zu sehr nach Softdrink aus, das wird bloß gar nicht funktionieren, das so in die Regale zu bringen. Einmal machen wir das jetzt. Guck mal, seid ihr live dabei, wie wir auf so einen Quatsch reinfallen. Damit wir auch mal was probieren, weil irgendwie kaufen wir nur Sachen, die wir kennen, außer jetzt vielleicht so. Aber es ist jetzt auch nicht die erste Tour und ich bin bei manchen Sachen gar nicht so heiß da drauf wie manch anderer, der das irgendwie alles sein Leben lang schon sammelt. So, ich möchte mal dies, das, jenes probieren, das gibt's ja. Das ist ja auch cool, aber ich habe da gar keinen Plan von. Vielleicht gucke auch nicht so eine Serien und so, wo man das irgendwie alles her dann hat. Warum ist das ultra teurer? Müsst ihr übrigens darauf achten. Es gibt Dry Counties, da darf kein Alkohol mitgeführt werden. Egal wann, egal wo, egal wie. Und Alkohol darf nicht im Fahrgastraum transportiert werden, muss im Kofferraum transportiert werden. Wir haben keinen Kofferraum. Und es darf auch kein offener Alkohol im Auto sein. Also das heißt, auch auf der Rückbank kann nicht die Party gehen, wenn vorne einer fährt. Ein paar Getränke zusammengeschaufelt, damit man genug immer dabei hat. Damit das aber auch trinkbar ist, weil wir haben jetzt gerade 41, hast du gesagt? 40,6, ja. 40,6 Grad draußen und Tendenz steigend. Auto wird jetzt auch nicht unbedingt kälter von innen, wenn es in der Sonne steht. Und überhaupt sind kalte Getränke viel besser als warme Getränke. Und ihr kennt das Spiel, die Kühlbox muss her. Es gibt auch in den USA eine ganz andere Kühlbox-Kultur, möchte ich schon fast sagen, als bei uns. Und ja, wir haben letztes Mal eine mitgenommen. Meistens bleiben sie hier stehen. Die wir jetzt holen, wird wahrscheinlich auch mitgenommen, aber nicht von uns. Die Größe der Kühlbox ist nice. Der Preis ist nice, aber die Eiswürfelversorgung in Deutschland ist nicht so nice. Das ist ja cool. Mann. Finde ich geil. So, jetzt sind wir schon bei den Fahrrädern. Bei Walmart kriegst du übrigens alles, auch Autoreifen. Die sehe ich nämlich auch schon. Da sind die in klein. Die ist halt für das, was wir jetzt machen, zu klein.
Die haben wir auch zu Hause. Die hat mich wunderbar noch ins Handgepäck gepasst, so süß wie die ist. Angelzeug ist auch gut. Naja, wir sind ja in Texas, deswegen gibt es hier auch Gewehre. Und natürlich auch Munition, ey. Schwimmwesten, Angelbedarf und eine Auswahl an Kühlbox. Dunkelblau. Blau hatten wir noch nicht. Ja, aber das ist die Frage, was möchte Lukas mitnehmen? Batowski wollte die mitnehmen Ach so. und der wollte rot. Batowski nimmt die mit, der möchte unbedingt rot haben. Ich hoffe, ihr seht ihn. Ja, weil ich zeige sie euch, damit ihr sie einmal gesehen habt. Die nehmen wir jetzt nicht. Die hat, ich weiß nicht, ob wir die bei der ersten, nicht die exakt, aber dunkelblau hatten wir noch nicht. Was? Die ist auch. Ja, die sieht vernünftig aus. Die haben wir zu Hause. Und Batowski hat sich rot gewünscht. Da gucken wir mal nach einer guten. Die schließt schon mal gut. Ich weiß nur nicht, ob ihr noch was seht. Ja, doch. Fürs Protokoll $26. Das sind 22 Euro. War mal billiger, aber ist immer noch okay, würde ich sagen. Dann gehen wir, glaube ich, nur noch, das kann man nämlich auch bei Walmart super machen, bei Klamotten mal gucken, weil die haben ab und zu richtig coole Shirts mit coolen Designs für kleines Geld. Oh, ich filme noch nicht, wie ich mit dem Einkaufswagen durch den Markt gehe. Das sieht gestellt aus, weil sonst haben wir zufällig immer Shots, wie ich mit dem Einkaufswagen rumlaufe. Selbst das ist übertrieben groß. Ich glaube, dafür habe ich letztens Werbung auf Insta gesehen. Das habe ich auch irgendwie angesprochen. Peoples, so, eingekauft, eingeladen. Vielleicht kommen wir auch irgendwann mal hier weg. Fährst du jetzt mal, Shanika? So, alles verladen, das setzt sich jetzt. Ja, stimmt. Soweit es geht, alles Kritische in die Kühlbox gepackt und nicht Kritische auch. Und da steht schon auf dem Schild, wir fahren nach Amarillo. Autobahnen in den USA sind auch so ein bisschen sortiert, nicht sortiert, aber es ist immer in Himmelsrichtungen angegeben quasi, welche Bahn man dann fährt, ob North, South, West, East. Und das ist eigentlich ziemlich gut, um sich dann daran zu orientieren. Und es gibt Mautstraßen, die kann man vermeiden oder auch nicht. Da gibt es auch verschiedene. Da gibt es auch welche, da kann man nur mit Bargeld bezahlen. Und wenn wir euch das in einem Video sagen, dann ist das auch so. Und das ändert auch natürlich nichts daran, dass es auch Mautstraßen gibt, die mit einer Mautbox funktionieren. Aber nicht jeder Bundesstaat ist gleich. Und deswegen ist die Aussage, dass das nur mit Bargeld geht, nicht falsch, sondern Fakt. Dass es Mautstraßen gibt, die nur mit Bargeld funktionieren. Ja, wir bleiben jetzt 211 Meilen auf dieser Straße und in 223 Meilen sind wir an unserem Ziel. Auch spannend. Es gibt hier auch einen Abstandsregeltempomat, wie auch immer man den bezeichnen möchte. Der funktioniert bis jetzt, wir sind ja noch nicht viel gefahren, aber für meinen Geschmack funktioniert der sehr, sehr gut und um Welten besser als der Mercedes C-Klasse, die wir zuletzt hatten. Da fand ich den super schlecht, um das mal nett auszudrücken. Und beim Autofahren, wenn wir das Thema Autofahren schon ansprechen, an Kreuzungen gibt es da verschiedenste Dinge, die man theoretisch auch beachten muss. Zum Beispiel an Ampeln. Wenn die Ampel rot ist, dürft ihr trotzdem, nachdem ihr angehalten habt, rechts abbiegen. Außer ein Schild verbietet euch das, dann nicht. Und das kennt man bei uns auch, aber dann hängt da so ein grünes Schildchen mit dran. Und genau, anhalten, abbiegen, außer da ist ein Schild, das sagt, das darfst du nicht. Es gibt auch Kreuzungen mit Stoppschildern. Und dann gibt es Kreuzungen mit Stoppschildern all way. Und dann hat jeder auf dieser Kreuzung ein Stoppschild. Was bedeutet, dass alle anhalten und der zuerst da war, darf dann als erstes fahren, nachdem alle stehen geblieben sind. Auch vielleicht wichtig zu wissen. Und dass die Autobahnen weit sind, dass man... Also passt euch so ein bisschen dem Verkehrsfluss an,
5 Meilen drüber sind das Minimum, um nicht negativ aufzufallen. Wenn du 10 Meilen schneller fährst als erlaubt, bist jetzt auch nicht so dramatisch unterwegs. In Texas ist mit das höchste Geschwindigkeitslimit, was es gibt, von 75 Meilen pro Stunde. Das hast du fast sonst nirgendwo. Es gibt keine, oder fast keine, so gut wie, vielleicht gibt es irgendwo in irgendeinem Staat oder irgendeiner Stadt die mega Ausnahme, aber es gibt eigentlich keine Blitzer, keine starren Kästen. Die Sheriffs stehen an der Seite und lasern, beziehungsweise in super abgelegenen Gebieten ist Speed Control bei Aircraft und dann fliegen da Flugzeuge rum oder Hubschrauber und messen die Geschwindigkeit und schicken dann entsprechend Officer zu euch. Und wenn ihr meint, weit ist ja kein Mensch, der findet euch, der kommt zu euch. Das ist auch garantiert. Genau, das haben wir, glaube ich, jetzt auch, dass ein Oversized Load, gerade ein Oversized Load überholt. Finde ich auch sehr spannend, deswegen fliegen nämlich auch die Steine gerade alle uns entgegen, weil der nämlich links komplett da lang fährt, wo kein Auto mehr fährt. Der ist jetzt schon dran vorbei. Was stimmt mit euch nicht? Aber was stimmt mit euch nicht, ist auch eine Frage, die man sich hier sehr oft stellen kann. Ansonsten war unser Einkaufswagen gerade weg. Wir haben ja noch nach Klamotten geguckt. Geil, der Spiegel, das ist ja, was für ein Quatsch. Wir haben nach Klamotten geguckt und sind da rumgelaufen und dann war der Wagen weg. Uns wurde bei der letzten Tour schon ein Einkaufswagen geklaut, da war noch nichts drin, aber der war ja jetzt voll beladen. Und der stand jetzt vorne am Service Infopoint. Und die meinte so, ja, wenn der zu lang irgendwo alleine steht, dann räumen sie ihn halt weg. Ja, das war kein Wegräumen, das war einfach weggeschoben. Und da haben aber noch ein Punkt, der zu beachten ist. Wir waren ja auch quasi dann mit dem Wagen schon hinter dem Punkt, wo die Kassen sind. Und wenn ihr zum Beispiel bei so einem Walmart einkauft und dann bezahlt habt, dann gibt es erstmal richtig fancy, auch nicht überall mehr, aber dieses Karussell mit Plastiktüten, wo all eure Einkäufe in 5 Millionen Tüten gestopft werden und dieses Karussell wird gedreht und dann hast du dein ganzes Zeug. Das ist erstmal voll funky. In etwas ökologischeren Bundesstaaten gibt es Papiertüten, dann fühlst du dich wieder wie in einem Film aus den 80ern, weil alles hier auch gefühlt aussieht wie ein Filmset. Aber es ist wichtig, dass ihr euren Kassenzettel aufhebt, bis ihr rausgeht, weil draußen, also auf dem Weg nach draußen stehen noch Mitarbeiter und stichprobenartig kontrollieren die, ob das alles stimmt, was ihr da am Wagen habt, ob ihr das alles bezahlt habt und das mit dem Kassenzettel übereinstimmt. Und wer jetzt denkt, ja, als ob das passiert oder als ob die so genau hingucken, das haben wir schon gesehen. Da haben die da massenweise Pampers und so, also Windeln. Ja, Gattungsbegriff, nicht, dass ich verklagt werde, weil die was anderes genommen haben vom Best Value. Was ich nicht glaube, wenn man es schon klaut. Haben die auf jeden Fall da Raptor rausgesammelt und haben diese Leute sich eingesteckt. So, aber jetzt haben wir es, oder? Hast du noch was zu ergänzen, außer vielleicht den Song, wo wir hinfahren? Ich weiß gar nicht genau den Text. Uschi übt jetzt den Text und dann sehen wir uns gleich wieder. Peoples, wir sind ja ein wenig unterwegs, also gab es schnell einen Mittagsstopp eben bei Sonic gekachelt, haben wir auch schon mal gezeigt, wo man auch im Auto sitzen bleiben kann und dann da bestellt, wie an einem Drive-Fenster, aber das ist ein Parkplatz und dann kommt das Essen und du kannst da stehen bleiben und es kommt immer wieder neues Essen. Krank, also wenn du bestellst, ne? Und bezahlt. Und so ein Counter wie zum Bestellen im Drive, der da auf diesen Parkplätzen noch ist, das gibt es dann auch draußen für Fußgänger quasi. Oder wenn alles voll ist und der Hunger kickt und dann gibt es halt ein paar Picknick-Tables draußen. Es gibt keinen Innenbereich, man kann da nicht reingehen. Aber es gibt ein tolles Klo, was man benutzen kann. Deswegen machen andere Werbung mit Clean Restrooms, weil es manchmal auch so aussieht. Alter! Da kommt auch, glaube ich, dieser aktuelle Virus her, der gerade durch die USA wandert und alle zum Sprüher macht, hinten raus.
Ansonsten, wer sich wundert, warum wir hier so rumtrödeln und dann nicht irgendwie das National Rollercoaster Museum besucht haben, das ist natürlich im Vorfeld untergegangen. Eine Erwähnung meinerseits reicht nicht, um das mit einzuplanen, und ich habe die Tour nicht geplant, sondern nur die Route grob vorgegeben, und deswegen ist das nicht dabei, weil das ist nicht öffentlich zugänglich, das National Rollercoaster Museum, und es wäre an sich machbar, dass wir da reinkommen, aber natürlich nicht jetzt. Hallo, Bing Bong. Sondern das muss im Vorfeld geklärt werden, und das wurde es nicht. Ansonsten haben wir das auch schon mal gehabt, auch schon länger nicht mehr. Wir sind gerade an einem Schild vorbeigekommen. Und das verbietet nicht, Anhalter mitzunehmen. Das hatten wir nämlich schon. Aber das Schild sagt, wenn hier jemand per Anhalter versuchen sollte zu fahren, ist es sehr wahrscheinlich oder vielleicht möglich, dass derjenige auf der Flucht ist. Das ist gruselig. Also so Schilder finde ich irgendwie gruselig. Ich soll dazu sagen, dass es um Gefängnis geht, sonst flüchten Leute nicht. Leute flüchten nur, die aus dem Gefängnis ausbrechen, andere flüchten nicht. Weil Insassen da drauf stand und nicht Leute. Und nicht Flüchtende. Das sagt jetzt jemand, der sonst nichts erzählen will und seine eigene Muttersprache nicht kann. Es geht um euren Liebling. Aber Sidekicks müssen ja dumm sein, deswegen sind die ja beliebt. Genau. Nicht auf den Zug. Man fährt nicht mit dem Bagger auf den Zug rum. Nein. Nein. Jo Leute, wenn seit 200 Kilometern Werbetafeln am Rand stehen, dass es gratis Steaks gibt, gratis 2 Kilo Steaks, dann wollen wir natürlich einmal schauen, was da los ist. Wir sind hier auch schon mal vorbeigefahren, wir kennen das Ganze auch schon, deswegen ist es nicht so krass überraschend. Aber was wir hier haben und wo wir hier sind, das erzählt euch jetzt der Nervsack. Peoples. Wir sind jetzt mal, wir haben nämlich noch ein bisschen Zeit, bis der Park aufmacht, zu dem wir gleich wollen. Und auf dem Weg hier ist The Big Texan. The public is invited, come on in. Und hier ist so die ganzen letzten 45.000 Kilometer schon ein Schild gewesen. Überall von wegen free, ich weiß nicht wie viel Ounzen, 72 Ounzen Steak. Und sieht man hier auch, wenn man das innerhalb von weniger als einer Stunde verzehrt, bekommt man das umsonst. Und 72 Unzen sind 2 Kilo.
Bro traut sich das nicht zu, was ich auch verstehen kann, weil man kennt ja so die normalen Steaks in Restaurants in Deutschland, so 200, 250 Gramm, vielleicht mal 300, wenn man Glück hat. Ja, aber 2 Kilo, meine Güte. Ich weiß auch nicht, was das sonst kostet, wenn man es nicht free kriegt. Das wäre auf jeden Fall interessant. Ich glaube, wir gehen jetzt einmal kurz rein, gucken uns das an. Vielleicht kann man da auch einfach gucken. Vielleicht ist da so ein Souvenirshop oder so. Wir gucken mal. Distraction, too much going on. It's so hard to pay attention. Oh, it makes me wanna lose my phone. Too much BS to mention. Try to fill my cup, I try to measure up. Nothing seems to satisfy. When I'm alone with you, everything is alright. When I can hold you close, there's nothing better than to have you by my side. I can tell by the way you're looking at me. We ain't gotta worry 'cause I'm meant to be. When I'm alone with you, everything is alright. When I'm alone with you, everything is alright. When I can hold you close, nothing better than you by my side. I can see it in your eyes, ain't no surprise. Love, it comes so easy, we don't have to try. When I'm alone with you, everything is alright. So, tanken müssen wir auch. Und das macht man in den USA übrigens nicht in Litern, sondern in Gallonen. 3,95 die Gallone. Finde ich jetzt nicht so günstig. Ich muss wahrscheinlich nochmal ansetzen hier. Ja. Wir waren noch nicht ready. Übrigens 87, 89 und 90 kommt alles aus dem gleichen Schlauch. 3,55. Ah, das ist gerissen. Ja. Und dadurch sah das aus wie 3,95. Eine Gallone, 3, schlag mich tot Liter, glaube ich. Müsste ich nochmal nachschauen. Und an den Automaten hier bezahlt ihr quasi direkt schon. Also ihr habt eure Kreditkarte dran. Da wird dann Geld reserviert. Ihr tankt und dann das, was ihr getankt habt, wird dann abgehalten. Und ja, keine 24 Stunden später ist das auch wieder freigeschaltet, das, was ihr nicht vertankt habt. Wenn das mal nicht funktioniert, müsst ihr reingehen. Ärgerlich, nervig, möchte keiner. Dass man hier in den USA und vor allem in Texas gerne große Fahrzeuge fährt, wie ich sie fahre, sieht man übrigens beim Scheibewischen der Fahrzeuge. Das macht man nämlich hier so. Haben wir schon einen Steinschlag? Man weiß es nicht. Haben wir bei uns leider nicht in der Größe. So, wir sind jetzt in Amarillo. Uschi wollte euch nichts über Amarillo erzählen. Ist schade, weil es interessant. Die sind nämlich, also die sind nicht so groß. Mit 200.000 Einwohnern ist MG Action Town sogar größer. Man hat hier aber früher Öl und Gas gefunden. Und das hat das hier alles ein bisschen cooler gemacht. Und das weltweit größte Heliumaufkommen wurde hier gefunden. Hat man auch sogar ein Helium Memorial für gebaut, was voll hässlich ist. Die haben den zweitgrößten Canyon der USA auch hier. Also es ist schon eine crazy Stadt und den Song kennt ihr auch alle, aber ich werde es nicht trällern und ich werde es nicht klatschen und ihr kennt es eher nur als Karnevals-Ballermann-Party-Version. Er tankt immer noch. On the way to Amarillo. Und weiter kann ich auch nicht, außer nach irgendwie so. Ist nicht meine Welt. Gut, fahren wir jetzt gleich mal. Ich kann mich hier nirgendwo abstützen. Ich habe übrigens jetzt meinen ganzen Müll mal hier in die Tonne geschmissen und wir sind fertig und haben für
19,281 Gallonen, die haben wir getankt für 68,62 $. Wer jetzt smart ist, rechnet sich das schnell um, was das in Liter ist und pro Liter kostet. Oder ich habe es vielleicht eingeblendet, aber nur wenn ihr nett seid. Und das waren viele von euch in letzter Zeit nicht. Eigentlich schon, die meisten schon. Aber da ist halt auch wieder das Negative fällt mehr auf. Und es ist persönlich. Das ist immer persönlich, weil das unsere Videos sind, die wir machen. Über uns und unser Leben. Das ist persönlich, egal was man dazu schreibt. Es ist persönlich. Genau, du bist gemeint. Du, ja. Wonderland Amusement Park in Amarillo, Texas. Ja, den haben wir schon mal besucht, den Park. Und wir wurden vergessen, dass wir kommen, weil die hatten dann spontan geschlossen wegen schlechtem Wetter. Und haben gesagt, ihr könnt im Park rumlaufen, ein bisschen Fotos machen und so, wie ihr lustig seid. Und dann wurden wir vergessen und dann wurden wir eingeschlossen. Und dann waren wir gefangen. Und sind dann irgendwie im Golfkart hier rausgefahren worden. Mal gucken, was das heute gibt. Wir wollten jetzt natürlich direkt mit Texas Tornado starten, weil die Firma Hopkins, die man von Wildwasserbahnen kennt, hat hier eine Achterbahn gebaut mit 2 Loopings, die ziemlich crazy aussehen, ziemlich komisch gebaut sind und ineinander laufen. Also die haben so einen richtigen Looping drumherum gebaut und die Schiene läuft aber anders. Jetzt sind wir auch direkt hier hin, kamen jetzt gerade unten aus dem Blockbereich rausgekrabbelt, um uns zu sagen, dass der erst mit 12 Leuten fährt. Nee, mit 14. Mit 14? Noch 12. Also noch 12. Ich habe nur 12 gehört. Ja. Es sind zwar noch Leute hier im Park, aber ja, irgendwo muss ich, was mache ich jetzt? Warte ich jetzt hier und verpasse alle oder müssen wir gucken, was jetzt los ist? Man kriegt hier so ein Armband, was dann richtig schön schwitzt wieder. Aber wir sind ja nur in Texas. Ja, dann haben wir mal kurz umdisponiert, weil 14 Leute zusammenkriegen ist gerade ein bisschen tricky. Und sind jetzt hier ein Stück nach vorne zum Cyclone. Puh. So eine alte Meilermaus, ey, die sind so wild, die Dinger. Du hast nur einen Beckengurt, den kannst du gar nicht mehr richtig festziehen. Viel zu enge Radien. Alles ist da mit Öl geschmiert, damit es überhaupt fluppt, ey, und dann knallst du da geisteskrank durch. Wahnsinn.
Die haben hier noch so ein kleines Riesenrad, ein paar kleine Karussells und ja, der Disco, der fährt nicht, der ist gerade demontiert. Also die Gondel ist da, nur noch die Base, da fehlen die ganzen Sitze und so. Flume mit dunkelblauem Wasser, das ist ganz natürlich. Der fährt auch so ein bisschen Strecke, das ist cool. Fantastic Journey ist so eine, ist das eine Geisterbahn? Ist es ein Dark Ride? Man weiß es nicht. Den Cyclone habe ich jetzt noch nicht fahren sehen, da gehen wir gleich dann auch mal gucken. Und Scrambler darf auch nicht fehlen. Das gibt es aber auch in schöner. Gut. Das war die erste Achterbahn der Tour übrigens. Fällt mir gerade, wir sind so lange schon unterwegs. Ja, crazy. Ja, die beiden Dudes, die gerade hier gefahren sind, die auch ein bisschen enthusiastisch aussehen, gehen auch gerade vom Tornado wieder weg. Das machen wir, glaube ich, echt zum Schluss. Das bringt gerade gar nichts. Ich weiß nicht, sollen wir dann jetzt hier... Gut. Wasserrabe und Goldkeller wieder. Das war eine Tür. Wow. Hätten die mal mehr Tür für dich eingebaut. Alles okay? Ja, also die Geisterbahn, das Layout ist crazy. Die Bahn ist echt lang und dunkel. Sehr, sehr dunkel. Alles ist schwarz. Naja, haben wir das anders erwartet? Nein. So, jetzt haben wir hier einen Cyclone. Die stehen hier mit 2 Picos. Schauen wir mal, ob wir diese Bahn fahren können. Diese. Hört natürlich nicht auf das, was ich sage. Cyclone sind wir schon gefahren. Das ist vom Typen Cyclone, aber heißt hier Mousetrap. Das andere ist vom Typ eher eine Maus. Gehen die da rein? Dann müssen wir mitgehen. In die Richtung jedenfalls. Weil Mousetrap fährt auch nur mit mindestens 4 Leuten. Achso, die gehören nur zusammen und treffen sich jetzt hier zufällig.
Warten wir mal kurz, einen Moment. Die gehen wieder. Oh, Leute. Wenn ja noch nicht mal jemand was fahren will von den Leuten, die hier sind, das sind nicht viel. Was ist das schon wieder für ein Konzept? Also das ist halt super anstrengend, ne? Das sorgt auch nicht für eine höhere Verweildauer. Das sorgt dafür, dass ich, wenn ich alles irgendwie, was ich unbedingt fahren will, geschafft habe, dass ich dann schnell weg bin, weil ich keinen Bock mehr habe, weil das ja nervt. Herrschaftszeit, was ist hier schon wieder los? Wir sind jetzt Mousetrap gefahren und ich glaube, wir müssen mal gucken, wo wir jetzt hier weitergehen, weil, ich muss kurz dazu was sagen, wir haben dann gedacht, okay, 4 Leute, also noch 2, er hat gesagt 4, hat er wirklich, haben wir beide gehört. Haben wir 2 Enthusiasten kamen uns gerade entgegen. Da kommt gerade jemand den Lift vom Lokführer runtergelaufen. Das ist eine Mitarbeiterin, aber die sitzen ja da oben als Rettungsschwimmer. Das ist vielleicht gerade Schichtablöse. Auf jeden Fall gehen wir dann zurück und stehen zu 4 da und werden voll weg ignoriert. Und ich so, hallo, ihr habt doch gesagt, wir sind 4. Nee, 12. Nein, du hast 4 gesagt. Nee, 12. Und 12 Leute, also komplett voll. So ein Pilfari Cyclone ist ja nicht groß, der Wagen. Wir machen die voll. So schiebt er da auch durch und wie hoch und steil, holla die Waldfee. Ja, hatten wir dann die 12, die haben wir alle genommen, mit drüber zu Texas Tornado und haben noch ein paar Leute unterwegs angesprochen. Hopkins hat diese Bahn ja wie gesagt gebaut. Geisteskrank, geisteskrank. 2 Loopings da drin und das ist so komisch gebogen alles. Erste Reihe macht die Bahn richtig Spaß sogar. Das ist voll weird. Letzte Reihe ist es voll brutal. Wir sind nämlich nochmal gefahren. Da waren nämlich gerade nach uns aber ein Schwung Leute und wir sind einmal rumlaufen. Auch die beiden Dudes sind mit uns einmal rumgelaufen. Da konnten wir nochmal hinten fahren.
ist da schon mal ein bisschen mehr Rambazamba auf jeden Fall los und der schlägt dich in den Looping rein. Das ist krass. Das ist sehr krass. Eine Achterbahn haben wir noch und die ist auch noch was Besonderes und das heißt, wir gehen jetzt zur Hornet. Die Wasserbahn check ich nicht, das ist alles. Du steigst da in ein Boot ein und da vielleicht wieder aus. Obwohl da der Eingang ist, aber auch der Ausgang. Ach so. Nee, check ich nicht. Wenn wir schon bei nicht verstehen sind, das ist der eine Looping, den ich nicht verstehe. Aber es geht ja noch. Was ich noch viel weniger verstehe, ist der hier. Es ist schon ein bisschen ulkig. Und dieser Tunnel ist gruselig, der irgendwie unterm Autoscooter geht die Achterbahn lang. Und wenn wir schon bei Weird sind, macht das eigentlich beides Berg? Nee. So, dann nehme ich euch nochmal hier mit zu diesem Ride. Ich glaube, es könnte Mozart, man weiß es nicht. Beim letzten Mal war das Ding auseinandergeschraubt und nee, ich bin mir auch nicht sicher, ob es auseinandergeschraubt war. Aber da war ein Eimerchen mit Farbe drunter, wo Öl reingetropft ist drunter. Naja, ich verstehe auch diesen Turm nicht, weil was macht der da? Das sieht ja aus wie Catchcars von einem Drop Tower. Droppt er dann zwischen diese Säulen? Ja, wahrscheinlich. Komische Konstruktion. Aber hier kommt jemand und macht das. Ist das jetzt einfach nur ein Lounge? So ein ganz kurzer, sinnloser. Ja. Aber nicht. Yo, vorne sind wir jetzt auch gefahren. Vekoma kennt ihr ja vielleicht als Revolution im Bobbejaanland oder im Plopsaland Ardennen gibt es das ja auch mit, ich glaube inzwischen ist es ein Wiki-Thema oder nee, Tabaluga? Nee, Schlümpfe-Thema. Die Bahn wurde auf jeden Fall mal für Indoor geplant. Das hat jemand in der Halle reingeplant, so wie es fährt, so wie der Footprint ist. Also nicht so wie es fährt, weil es fährt nicht gut. Bei mir auf jeden Fall. Da ist auch so eine kleine Pyramide aus alten Rädern. Wir gehen mal gucken, da fahren jetzt nochmal Leute, nehme ich nochmal ein Offride für euch mit. Und die Berg- und Talbahn, die macht ja auch jetzt wieder Palaver. Rot? Rote Ameisen. Jemand an der Seilbahn, der Bock hat. Berg- und Talbahn. Shooty Cute gibt es auch noch, habe ich nur entdeckt, weil gerade die Welle an uns vorbeigewellt ist. Die haben noch einen Kettenflieger, so einen nackigen, dann so ein riesiges amerikanisches Balloon Race, noch ein paar normale Wasserrutschen, sind die auch mit dem Schlauchboot. Weiß man nicht so genau. Aber es gibt auf jeden Fall eine Seilbahn, die durch einen Teil des Parks führt. Die geht ja noch nicht mal bis hin. Der Park ist ja nur so ein schmaler Schlauch. Das ist ja nur so eine Hauptstraße mit links und rechts Attraktionen. Und hier so zwei Ausläufer, wo auch zuletzt mal, wo wir hier waren, der SBF Visa Complex Philly Coaster aufgebaut wurde, noch nicht fertig war. Wir werden den so oder so nicht gefahren, obwohl wir ja gar nicht gefahren sind.
Und dann haben sie ihn inzwischen wieder nach 2 oder 3 Jahren weiter veräußert. Der war aber auch gebraucht und ist gebraucht woanders hingegangen. Die launchen tatsächlich nur 3 Meter geradeaus. Launchen möchte ich das auch nicht mal nennen. Fallen was schneller gerade weg. Hus, Park Attractions, Schiffsschaukel, aber auf Sohle, steht auch halb auf dem Parkplatz. Viele Picknick-Table und wie gesagt die kleinen Karussells vorne, Tilt-A-Whirl, Scrambler, so amerikanische Standardsachen. Also der Park hat auf jeden Fall coole Kuriositäten hier. Mit der Hopkins-Bahn, mit Hornet ist das schon nice, mit so einer alten Stahlmaus. Die haben ein Rafting, was aussieht wie eine gemütliche Spazierfahrt und die haben noch nicht mal Gurte da drin und das spricht schon dafür, dass da gar nichts passiert. Eine Geisterbahn mit viel Potenzial, wo nicht viel los ist und viel Schwarzlicht nicht läuft. Warum fahren die jetzt schon wieder? Das ist aber mal 100% der Party-Train mit Leuten, die sitzen bleiben wollten, weil der ist gerade erst gefahren und das hat wieder sehr lang gedauert. Ja, aber diese Regeln, 14 Leute, 12 Leute, finde ich irgendwie schwierig. Der Park füllt sich jetzt auch ein bisschen. Wir haben heute einen Mittwoch. Die machen erst um 17 Uhr auf. Scheint ein gutes Konzept zu sein. Weit und breit rund um Amarillo ist auch sonst nichts. Wie gesagt, gehen wir jetzt nochmal auf die Seilbahn, bringen euch nochmal ein paar Aufnahmen mit und sehen uns am Ausgang wieder und haben heute noch ein bisschen was zu tun. She just wants the truth. She brings the calm just like a quiet prayer fills the room. Kisses like Sunday, fights like Friday night. And I'd go to hell and back just to hold her tight. She slips right through my hands. It shows up like nothing's changed. Yeah, she's wild when she wants, like she's never coming down. There's a storm in her blood, but I see heaven in her brown eyes. It kills me every time. She don't belong to anyone, but she's a little bit mine. Dancing like no one's watching, barefoot spinning round. A firecracker 4th of July, she's moving at the speed of sound. She makes it look so easy as she walks away. Can't help but wonder what will make her stay. She slips right through my hands. Wonder if she'll ever change. Yeah, she's wild when she wants, like she's never coming down. There's a storm in her blood, but I see heaven in her brown eyes. Oh, it kills me every time. She don't belong to anyone, but she's a little bit mine. Jo, wir sind echt Seilbahn gefahren. Das war ein bisschen gruselig. Bin erst mit den Füßen am Geländer hängen geblieben, dann durch die Bäume. Dann dreht das Ding einmal, statt dass da eine Station ist. Das ist ja an sich ja eine coole Sache, aber da kriegt man ja ein bisschen Bammel. Ja, und das war's dann. Irgendwie hier der Einlass-Dude, der Taschenkontrolle macht und die Bändchen dran macht, brauchte gerade noch ein paar Tipps für seinen YouTube-Channel. Liebe Grüße gehen raus. Just a Random Reviewer. Lasst mal ein Abo da. Habe ich auch gerade gemacht. Und die haben auch direkt gestalkt, was wir so machen. Ja, wie gesagt, spannender Park, eigentlich typisch amerikanisch, gehört irgendwie an so einen Pier, so kennt man das ja. Und hat ein bisschen mehr Pflege verdient, weil schon ein paar spannende, kuriose Dinge hier stehen. Ich habe jetzt Brand wie eine Bergziege und ihr kennt es. Oh. Ja, es ist nicht so gut, aber es ist besser als nichts. Du auch? Ja. In Kanada trocken. Also wir sind eiskalt, ne? Aber es geht von Sachen, die sonst so kalt sind, dass man sie, dass man die nicht anfassen kann, ohne dass sie an einem festbrennen. Ja, das war dann jetzt endlich mal Wonderland Amusement Park. Lange hat es gedauert. Auf euch. Was ich gar nicht erwähnt habe, und das ist, glaube ich, echt eine wichtige Sache, die mal zu erwähnen, dass wir 2 Auspuffrohre haben. Dass hier Free Parking ist. Das ist was Besonderes. Vor allem, warum habe ich das nicht vorher schon erzählt?
das steht nirgendwo groß. Und sonst wird das ja überall, so bei Funspot zum Beispiel, Funspot America, die schreiben 2-day free parking, obwohl es only 2-day. Ja, das ist immer ist only 2-day. So, ist auch so ein Park hier mit dran, irgendwie mit so einem Kanal. Ich verstehe das noch nicht so ganz. Hier so ganz viele Picknick-Table. Oder ist das ein Lazy River? Das sieht so aus, aber das ist, glaube ich, der Kanal. Aber da kann man natürlich im Sommer gut durchskaten zum Beispiel. Das kennt man ja auch aus diesen ganzen Videos. Hier auf der Straße wird auch viel Gummi gelassen. Das ist eine Mischung aus Parkplatz und diese Parkwege. Park fahren kann irgendwie, ne? Ja, aber du kannst ja auch in den USA auch im Friedhof fahren. Ja, gut. Ja, also. Und Sheriff war auch jetzt wieder im Park. Das ist ja auch ganz oft und ganz normal, dass die Polizei Präsenz zeigt in den Freizeitparks. Da ist noch ein Stoppschild. Das ist so komisch gebaut. Und hier ist, hier kommt ein Bus. Natürlich kommt hier ein Bus. Also das war jetzt auch also vom Sheriff Department auf jeden Fall einer. Das sind nicht alles Sheriffs, weil bei uns ist das ja auch so, wenn man Polizisten verunglimpflich ansprechen will, hier der Sheriff da. Ne, aber hier sind es Sheriffs. So, 2,5 Stunden bis zum nächsten Hotel. Mal gucken, was passiert und vor allem, wie komme ich jetzt auf die Interstate. Ist es ein Interstate? Ist es ein Highway? Es ist ein Interstate, ne? She's wild when she wants, like she's never coming down. There's a storm in her blood, but I see heaven in her brown eyes. Oh, it kills me every time. She don't belong to anyone. She's a little bit mine. She's a little bit mine. Just a little bit mine. By the way, die USA feiern ja 250 Jahre Bestehen. Das feiern wir ja mit diesen beiden Touren auch mit. Ist ja auch im Tourtitel mit verankert. Und 100 ist eine wunderbare Zahl, denn rund 100 Züge, manchmal auch 110 pro Tag, fahren hier in Amarillo an und halten hier, die aber alle ausschließlich Güterzüge sind. So viel wieder zu den öffentlichen Verkehrsmitteln in den USA. Aber das ist hier so ein großes Ding und die waren auch seinerzeit super wichtig, weil die den größten Rinderverladebahnhof der USA quasi auch hatten. Und wir haben auch jetzt viel Transporte in Form von LKW gesehen und Züge haben wir auch viele gesehen, Güter. Und jetzt fahren wir 165 Meilen auf dieser Autobahn, auf diesem Interstate. Und nach 166 Meilen kommt unsere Unterkunft für heute Nacht, wo wir schlafen, in Santa Rosa. Wir fahren in Santa Rosa runter, wir sind dann in Santa Rosa, natürlich Santa Rosa. Mehr Fakten zu Santa Rosa? Vielleicht später. When did we make it so cold? The air is too thick to breathe. I wonder when you're coming home at 4:05. Just where have you been? I can tell from your breath that you've been drinking. Lying seems so easy to you. Just wanna know what you're thinking. Nothing comes easy when it comes to you. You said you wanted to know me, but did you even try? All you do is find new ways to hurt me. You just wanna act like it's fine, but it's not alright. You just act like it's fine. Oh no, it's not alright. No, it's not alright. It's not alright. Remember all those good times? Was it all just a scene? Now all we do is put out the fires. It's not how we used to be. I can sit here and Wir sind talk im about the nächsten Hotel Motel
angekommen im irgendwas mit Route 66, weil wir an der ehemaligen Route 66 sind, waren wir auch zwischendurch schon mal, aber also jetzt nicht auf vergangenen, also auch auf vergangenen Touren, aber auch während dieser Tour. Und hier nutzt man das aber auch noch zum Werben mit dem Ganzen. Und es sieht auf jeden Fall von außen, also von weitem erstmal aus, als ob das ein Lost Place wäre. Dann sieht es ganz normal aus. Jetzt ist Außenbeleuchtung an, das sieht ganz cool aus. Und richtig moderne Zimmer. Also ich bin in der Zukunft gelandet. So sieht ein Motelzimmer nicht aus. Vom Aufbau, wo was ist es exakt gleich wie immer und wie sich das gehört, in Anführungsstrichen. Aber mit Print an der Wand, mit indirekter Beleuchtung, mit Bewegungsmelder unterm Bett, indirekte Beleuchtung hier hinter der Couch. Bei mir eine Couch, wo man drauf sitzt und nicht drin sitzt. Tische und Waschbecken und alles auch im gleichen Design, dann eine gelbe Rückwand beim Fernseher und bei der Bank davor auch gelb drauf. Auch die Bank finde ich besser als diese riesigen, klobigen Sideboards. Werden die Leute, die in den Zimmern ganz leben, jetzt nicht so sehen. Ich weiß aber nicht, ob das welche jetzt sind, die auch für ganz dann vermieten, für drin wohnen. Also es machen ja Leute in Motels leben, weil es anders gar nicht geht und nicht finanzierbar ist in den USA teilweise. Bad auch modern, Waschbecken modern. Genau, gelb. Schreibtischstuhl auch gelb, passend dazu. Die Rückwand von dem Bett gelb, passend dazu. Und der Kühlschrank mit Glasfront und einem gelben Rahmen drum. Also richtig, richtig schick. Echt gut. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Und ja. Jetzt sind wir hier angekommen und erstmal wollen ja mal alle tauschen mit uns. Müssen nicht nur die Daten von den Speicherkarten gesichert werden, sondern heute Morgen habe ich noch ein Video geschnitten und jetzt muss ich noch ein Video schneiden und eigentlich muss ich auch die ganze Tour jetzt noch planen, weil die hat jemand geplant und derjenige, weiß ich nicht, was er da geplant hat, aber hat für morgen auf jeden Fall richtig ganz tief in eine braune Schüssel gegriffen und ist gerade überraschend. Wir haben die Zeitzone gewechselt. Das ist eine Sache, die sollte man berücksichtigen und das ist wichtig, das zu wissen, dass das auch passiert und wann das passiert. War auch bekannt, dass das auch so ist, dass man darauf achten sollte. Ihr als treue Zuschauer wisst das auch, aber nicht nur euch habe ich das schon 1000-mal erzählt, sondern anderen Leuten auch, die hierbei sind und das eigentlich machen sollten. Deswegen muss ich das auch noch machen. So, ich bin nochmal rausgegangen, damit hier nochmal unser Fahrzeug mit dem Bild ist und die blaue Beleuchtung von dem Route 66 Blue Motel. Ich glaube, so ist der ganze Name. Route 66, erzählen wir euch noch ein bisschen was dazu die nächsten Tage, aber irgendwie ist es das für heute. Und ja, wir sind jetzt fertig, soweit, haben auf jeden Fall jetzt an den Laptops so ein bisschen gesessen und dann war das für heute. Wir haben ja übrigens hier so einen Full-Size-Truck, ne, der Ram, den wir haben. Zu Hause fahren wir ja einen Ranger Raptor. Das ist ein Midsize. Es gibt nämlich auch hier Ranger Midsize. Das ist dann ein Midsize-Truck, um das mal irgendwie auch eingeordnet zu haben. Gut, das war jetzt aber wirklich und wir sehen uns morgen wieder zu der Wildest Tour in the Wilderness.